Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, besonders tiefgehenden Folge von Deutsch einfach gemacht. Ich freue mich sehr, dass du heute bereit bist, nicht nur die Grundlagen zu lernen, sondern wirklich in die Denkweise der deutschen Sprache einzutauchen. Heute werden wir eines der fundamentalsten Werkzeuge jeder Sprache meistern: die Kunst des präzisen Fragens. In unseren bisherigen Folgen haben wir ein solides Haus gebaut. Wir kennen die Satzstruktur, können durch die Zeit reisen und unsere Aussagen mit Persönlichkeit würzen. Aber jedes gute Gespräch, jede spannende Geschichte und jeder Lernprozess beginnt oft nicht mit einer Aussage, sondern mit einer Frage. Fragen sind der Motor, der die Welt antreibt. Sie sind das Werkzeug der Neugier, der Empathie und der Erkenntnis. Deshalb verwandeln wir uns heute nicht nur in einfache Detektive, sondern in Meisterdetektive. Wir werden unseren Werkzeugkoffer öffnen und jedes einzelne Instrument, jedes Interrogativpronomen, jedes Fragewort unter die Lupe nehmen. Wir werden nicht nur lernen, was die W-Fragen sind, sondern wir werden die tiefere Logik dahinter verstehen. Im Zentrum unserer heutigen Ermittlung steht das berüchtigte Quartett wer, wen, wem und wessen. Wir werden diesen Fall ein für alle Mal lösen, indem wir lernen, wie ein deutscher Muttersprachler über die Rollen von Personen in einem Satz nachdenkt. Ich verspreche dir, diese Folge wird mehr als nur eine Grammatiklektion sein. Es wird ein Training für dein Sprachgefühl. Am Ende wirst du in der Lage sein, deine Fragen so präzise zu formulieren, dass du genau die Antwort erhältst, die du suchst. Du wirst die Sicherheit gewinnen, in jeder Situation die richtige Frage zu stellen. Also, setz deinen Detektivhut auf, polier deine Lupe, wir haben einen komplexen Fall zu lösen und wir werden ihn bis ins kleinste Detail aufklären. Das Fundament. Mehr als nur W-Fragen. Beginnen wir mit dem Fundament, das wir scheinbar schon kennen, aber heute mit neuen Augen betrachten. Die W-Fragen sind das Rückgrat unserer Ermittlungen. Ihre Position im Satz ist unser Ankerpunkt. W-Wort auf Position 1, konjugiertes Verb auf Position 2. Das ist unser Mantra. Die einfachen Ermittler sind klar. Wo fragt nach einem statischen Ort. Wo wohnst du? Wohin fragt nach einer Richtung. Wohin fährst du? Woher fragt nach der Herkunft. Woher kommst du? Wann fragt nach der Zeit. Wann beginnt der Kurs? Wie fragt nach der Art und Weise. Wie funktioniert das? Warum oder auch wieso, weshalb fragt nach dem Grund. Warum ist der Himmel blau? Aber schon hier können wir tiefer graben. Nehmen wir wie. Es ist nicht nur ein einfaches Fragewort, es ist ein Chamäleon. Es kann sich mit Adjektiven und Adverbien verbinden, um noch präzisere Fragen zu stellen. Wie lange dauert der Film? Fragt nach der Dauer. Wie oft gehst du ins Fitnessstudio? Fragt nach der Frequenz. Wie viel kostet das? Fragt nach dem Preis bei nicht zählbaren Dingen. Wie viele Äpfel möchtest du? Fragt nach der Anzahl bei zählbaren Dingen. Allein durch diese Kombinationen wird unser Werkzeugkasten schon viel leistungsfähiger. Aber die wahre Meisterschaft zeigt sich, wenn wir uns den komplexesten Fragen zuwenden, den Fragen nach Personen. Der Personendetektiv, der Fall von wer, wen, wem und wessen im Detail. Jetzt kommen wir zum Kern unserer heutigen Folge. Die Verwirrung um wer, wen und wem entsteht aus einem einzigen Grund. Viele Lerner versuchen, diese Wörter direkt zu übersetzen, anstatt ihre Funktion im deutschen System zu verstehen.
Das deutsche System basiert auf Fällen, Kasus. Ein Fall beschreibt die Rolle oder die Funktion eines Nomens im Satz. Um das zu meistern, müssen wir aufhören, in Übersetzungen zu denken und anfangen, wie ein deutscher Satzanalyst zu denken. Wir fragen uns, welche Rolle spielt die gesuchte Person in der Handlung? 1. Der Täter. Nominativ. Wer? Der Nominativ ist der Fall des Subjekts. Das Subjekt ist der Handelnde, der Akteur, der Täter im Satz. Es ist die Person oder Sache, die das Verb ausführt. Die Frage wer ist die Frage nach genau diesem Akteur. Beispielsatz: Der Professor erklärt die Grammatik. Analyse des Detektivs: Wer ist hier der Handelnde? Wer führt die Aktion erklären aus? Der Professor. Er ist das Subjekt. Also lautet die Frage: Wer erklärt die Grammatik? 2. Das direkte Opfer. Akkusativ. Wen? Der Akkusativ ist der Fall des direkten Objekts. Das ist die Person oder Sache, die von der Handlung direkt getroffen oder beeinflusst wird. Es ist sozusagen das Opfer der Handlung. Die Frage wen ist die Frage nach genau diesem direkten Objekt. Beispielsatz: Der Hund beißt den Postboten. Analyse des Detektivs. Wer ist der Handelnde? Der Hund. Subjekt. Und wer wird direkt von der Handlung beißen getroffen? Der Postbote. Er ist das direkte Objekt. Also lautet die Frage, wen beißt der Hund? Lass uns das kontrastieren. Stell dir vor, du bist im Park. Du siehst einen Freund. Du bist der Handelnde, Subjekt. Dein Freund ist das direkte Objekt. Frage: Wen siehst du? Antwort: Ich sehe meinen Freund. Akkusativ. Dein Freund sieht dich. Dein Freund ist der Handelnde, Subjekt. Du bist das direkte Objekt. Frage: Wer sieht dich? Antwort: Mein Freund. Nominativ sieht mich. 3. Der Empfänger oder Beteiligte, Dativ. Wem? Der Dativ ist der Fall des indirekten Objekts. Diese Rolle ist etwas abstrakter. Oft ist es der Empfänger von etwas oder die Person, für oder zu der eine Handlung geschieht. Die Frage wem ist die Frage nach genau diesem Empfänger oder Beteiligten. Beispielsatz: Die Studentin gibt dem Professor das Buch. Analyse des Detektivs: Wer ist der Handelnde? Die Studentin. Subjekt. Was wird gegeben? Das Buch. Direktes Objekt, Akkusativ. Und wer ist der Empfänger des Buches? Der Professor. Er ist das indirekte Objekt. Also lautet die Frage, wem gibt die Studentin das Buch? Viele Verben im Deutschen regieren den Dativ. Zum Beispiel helfen, danken, gefallen, gehören. Hier gibt es kein direktes Opfer, sondern eine Person, auf die sich die Handlung bezieht. Ich helfe meiner Schwester. Frage: Wem hilfst du? Das Auto gehört dem Nachbarn. Frage: Wem gehört das Auto? 4. Der Besitzer, Genitiv. Wessen? Der Genitiv ist der Fall des Besitzes. Er drückt eine Zugehörigkeit aus. In der gesprochenen Sprache wird er oft durch von Dativ ersetzt, aber in der Schriftsprache und in formelleren Kontexten ist er unabsingbar. Die Frage wessen ist die Frage nach dem Besitzer. Beispielsatz: Das ist die Tasche meiner Mutter. Analyse des Detektivs: Ich will wissen, wem die Tasche gehört. Also lautet die Frage, wessen Tasche ist das? Der ultimative Trick, den wir schon kurz erwähnt haben, ist der Antworttest. Wenn du unsicher bist, formuliere eine mögliche Antwort im Kopf. Der Fall des Nomens in der Antwort verrät dir das richtige Fragewort. Das ist die sicherste Methode, um dein Gefühl für die Fälle zu trainieren. Der Sachdetektiv, die Eleganz von Was- und den Wo-Verbindungen. Nachdem wir die komplexen Personenfälle gelöst haben, wenden wir uns den Sachen zu. Hier ist unser Leben einfacher, denn unser Universalwerkzeug Was übernimmt die Rollen von Nominativ und Akkusativ. Nominativ: Was macht dieses Geräusch? Antwort: Der Wind. Akkusativ: Was hast du gekauft?
Antwort: Ich habe ein neues Hemd gekauft. Die wahre Meisterschaft zeigt sich aber, wenn Präpositionen ins Spiel kommen. Wie wir gelernt haben, fragen wir bei Personen: Mit wem sprichst du? Oder auf wen wartest du? Bei Sachen wäre die direkte Übertragung mit was oder auf was zwar verständlich, klingt aber auch holprig und umgangssprachlich. Die elegante, korrekte und wirklich muttersprachliche Lösung sind die Wo-Verbindungen, auch Präpositionaladverbien genannt. Die Regel ist einfach und genial. Wo plus Präposition. Wenn die Präposition mit einem Vokal beginnt, auf, an, in, über, fügen wir ein R als Bindeglied ein. Schauen wir uns das im Detail an. Der Satz: Wir sprechen über Politik. Die Frage: Worüber sprecht ihr? Statt über was? Der Satz: Ich träume von einem Urlaub. Die Frage: Wovon träumst du? Statt von was? Der Satz: Er interessiert sich für Kunst. Die Frage: Wofür interessiert er sich? Statt für was? Diese Wora-Konstruktionen zu beherrschen, ist ein riesiger Schritt weg vom übersetzenden Denken hin zum Fühlen der deutschen Sprachstruktur. Es ist ein klares Zeichen für ein fortgeschrittenes Sprachniveau. Der Auswahlspezialist und der Eigenschaftsermittler. Welcher versus was für ein? Zum Abschluss schärfen wir noch zwei unserer Spezialwerkzeuge, die oft verwechselt werden. Welcher und was für ein. Beide können mit welcher übersetzt werden, aber sie ermitteln in völlig unterschiedlichen Kontexten. Welcher, welche, welches ist der Auswahlspezialist. Du benutzt es, wenn die Auswahlmöglichkeiten begrenzt und bekannt sind. Stell dir vor, du stehst vor einer Theke und zeigst auf etwas. Du stehst vor 3 Jacken. Welche Jacke gefällt dir am besten? Nicht irgendeine Jacke auf der Welt, sondern eine von diesen. Du siehst eine Gruppe von Leuten. Welcher von diesen Männern ist dein Bruder? Eine spezifische Auswahl. Denk daran, welche wird wie der bestimmte Artikel dekliniert und passt sich in Fall, Geschlecht und Zahl an das Nomen an, das es begleitet. Was für ein, was für eine ist der Eigenschaftsermittler. Du benutzt es, wenn du nach der Art, der Sorte oder der allgemeinen Eigenschaft von etwas fragst. Die Auswahl ist unbegrenzt. Ich habe mir ein neues Auto gekauft. Oh, interessant. Was für ein Auto hast du dir denn gekauft? Ich frage nach der Marke, dem Modell, der Art, nicht nach einem spezifischen Auto aus einer Gruppe. Ich habe einen Film gesehen. Was für einen Film hast du gesehen? Ich frage nach dem Genre, Komödie, Thriller etc. Die Struktur hier ist auch wichtig. Was für bleibt unverändert, aber der unbestimmte Artikel ein, eine, einen wird dekliniert. Unterschied im Dialog: Ich hätte gern einen Käse. Welchen Käse möchten Sie? Der Verkäufer zeigt auf die 10 Sorten in der Theke. Ich esse gern Käse. Was für einen Käse isst du denn am liebsten? Eine allgemeine Frage nach deiner Lieblingssorte. Diese Unterscheidung zu beherrschen, verleiht deinen Fragen eine unglaubliche Präzision. Und da haben wir ihn, unseren bis ins Detail gefüllten Werkzeugkoffer des Meisterdetektivs. Wir haben nicht nur die Werkzeuge benannt, sondern ihre Funktionsweise, ihre Logik und ihre Nuancen untersucht. Du bist jetzt in der Lage, nicht nur zu fragen, sondern präzise zu ermitteln. Lass uns die wichtigsten Erkenntnisse unserer tiefen Analyse noch einmal zusammenfassen. Die Wer-Familie ist ein Spezialteam für Personen und ihre Anwendung folgt strikt der Logik der 4 Fälle. Wer, Nominativ Täter, wen, Akkusativ Opfer, wem, Dativ Empfänger und wessen, Genitiv Besitzer.
Die Wo-er-Verbindungen sind die elegante und korrekte Methode, um nach Sachen zu fragen, die mit einer Präposition verbunden sind. Der Unterschied zwischen welcher und was für ein ist der Unterschied zwischen einer spezifischen Auswahl aus einer bekannten Gruppe und einer allgemeinen Frage nach der Art oder Eigenschaft. Mein Tipp der Woche, um dieses tiefe Wissen zu festigen, ist das Frage-Antwort-Spiel. Nimm dir einen kurzen deutschen Text, einen Absatz aus einem Online-Artikel oder einem Buch, lies einen Satz und spiele Detektiv. Welche Fragen kann ich zu diesem Satz stellen, um jede einzelne Information zu erhalten? Satz: Der junge Mann gibt seiner Freundin am Valentinstag rote Rosen. Deine Fragen: Wer gibt Rosen? Wem gibt er sie? Was gibt er ihr? Wann gibt er sie ihr? Was für Rosen gibt er ihr? Dieses Spiel zwingt dich, aktiv über die Rollen und Funktionen jedes Satzteils nachzudenken und das passende Fragewort zuzuordnen. Es ist das ultimative Training für dein grammatisches Verständnis. Vielen Dank, dass du heute auf dieser tiefen Ermittlungsreise dabei warst. Wenn diese Folge dir geholfen hat, die Kunst des Fragens auf einem neuen Level zu verstehen, freue ich mich riesig über deine Unterstützung. In der nächsten Folge geht es weiter mit einem weiteren wichtigen Werkzeugkoffer der deutschen Grammatik. 4. Indefinitpronomen: jemand, niemand, etwas, alles, jeder. Bis zum nächsten Mal bei Deutsch einfach gemacht. Tschüss und alles Gute.